Hi guys, I will show you today a few cards I made with one die, and I start here with a background. I needed some nice background, and of course I'm using my high flows from Golden, the fluorescence, and with pink, orange and so on. And I put everything here on my craft mat and spray a bit of water on top, use watercolor paper and dab it in too. And that makes such a nice background. I love this background. Ihr Lieben, ich werde euch heute Karten zeigen. Ich benutze eine Stanze und mache 3 verschiedene Karten. Aber erstmal fange ich hier an mit einem Hintergrund. Und ich benutze ja keine Designerpapiere, ich mache mir das ja immer selber. Und das hier im Moment ist einer meiner Lieblingspapiere, die ich mir mache mit meinen fluoreszierenden oder Neonfarben von Golden, den High Flows. Und so leicht zu machen, einfach hier auf meine Kraftmatte die Farben drauf, ein bisschen Wasser drüber sprühen und dann hier mit dem Aquarellpapier. Das ist so einfach und das ist einfach so eine schöne Kombi. Da bin ich im Moment also ganz wild drauf. Da kann man auch super schöne Sachen mitmachen. Vor allen Dingen die Farbe, die knallt so dermaßen, dass es eben immer einen wunderschönen Kontrast gibt. So, und das ist jetzt hier die Stanze. Und das sind eigentlich so Einzelstanzen, die habe ich nie auseinander gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Die habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen, vor 2 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten. Und habe die nie benutzt. Das ist jetzt nicht so meins. Ich wollte jetzt nichts sagen, aber ja. Und dann habe ich es mir mal angeguckt und habe gedacht, ja, wenn man die so ein bisschen ja, speziell macht, sehen sie vielleicht doch nett aus. So in meiner Art und Weise, die zu benutzen. You know, I'm using this die here I got this die 2 years ago. I got a bunch of this ones. This type of, it's not my type, you know, but I didn't say something and it was a gift, so yeah. It and I never used them, and then at some stage I saw them and I looked at them and thought, why not trying to use them in this different way, use different, or paper piece them back together, you know what I mean, you will see. And that's what I'm trying here, you know, with my with this fluorescent background. I thought that might look nice in black and grey. You will see. I'm trying a lot here, different styles, and I'm ending up actually with 3 cards. So first of all, I cut out quite a lot in different colors. You know, my backgrounds I made and in greys and blacks, and just try how it looks and in which combination it looks nicest and so on. Ich habe dann hier noch verschiedene andere Papiere ausgestanzt in grau und in schwarz. Einfach auch um herauszufinden, wie es halt aussieht, wie es am besten aussieht, wie die Kontraste am besten kommen. Das sind solche Sachen, die ich einfach auch nicht plane, sondern ich sehe irgendwas und dann fange ich an und dann probiere ich aus. Und das mache ich hier gerade und da lasse ich euch halt auch teilhaben. Und das ist einfach auch so ein Prozess, den ich sehr liebe. Das ja hier zu sitzen und dann so zu fummeln. Und ja, und ich bin jetzt nicht so der Planer, das wisst ihr ja. Ich habe eine Idee, setze mich hin und dann gehe ich los. Es kann also sein, dass ich einiges verwerfe und das mache ich hier auch, das werdet ihr noch sehen. Aber das ist okay. Ich habe dann jetzt hier die Idee gehabt, das als kleine Schablone zu benutzen, und zwar für die Blätter. Das habe ich jetzt auf einem Hintergrund aufgeklebt, aber temporär nur. Nehme jetzt die Blätter raus und werde dann von Imagination Crafts diese Sparkle Zeugs, wie auch immer das heißt, als schon schablonieren benutzen, die Sparkle Medium. Und das kommt besonders schön. Ganz einfach, das wird die einfache Karte, aber eben dieses Besondere, dieses Sparkle Medium, das macht's aus. You know, just said I never plan my stuff, you know, I have a vague idea and then I sit down and start fiddling, and that's this process I really like, you know, and there's quite a lot of things I'm chucking away because I don't like it, but that's okay, you know.
And while I was working with this one and I glued it onto a square, I thought, that might look nice with this sparkling medium, and use it as a stencil, and then use this sparkling medium and have the leaves like that. And very simple, but I think that's absolutely beautiful. I really, really like that. That card will be pretty simple, but these sparkly leaves, I think it's this nice feature in it, and that's what it makes, or let it stand out, that's what I think, and doesn't need a lot, especially when you have something shimmery or sparkly that is more than enough. And when you put too much on, it will get very busy easily, so rather less is more. So I need to cut off a bit of the sides just to have equal side or the equal length on all of the sides. So, ich habe dann jetzt hier noch ein bisschen abgeschnitten, ist ein bisschen fummelig zu kleben, aber geht. Und dann, dass ich die Kanten alle gleichmäßig habe, noch ein bisschen abgeschnitten. Da mache ich, wie gesagt, jetzt die ganz einfache Karte drauf. Da habe ich dann hier noch so ein bisschen Wörter ausgestanzt, auch in der Kraftkarte, passend zu der Stanze oben. Und das ist auch so, ich habe ja normalerweise, man kann das machen mit so einem doppelseitigen Kleber, so, das sind so Seiten, da kann man das Papier reinpacken und dann stanzen, und dann hat man automatisch im Hintergrund dann den Kleber. Ich vergesse das aber, jedes Mal vergesse ich das. Aber es geht auch so. Ein bisschen fummelig mit dem Zahnstocher, aber es funktioniert. Also, und die Karte hier, das schwere Aquarellpapier, das packe ich hier noch auf 3D-Schaum, Klebeschaum, und packe das dann auf eine Kartenrohling. I put some of the 3D glue stuff in the background that I have more dimension. Paper is a very heavy watercolor paper, and this one with the 3D foam tape as well, bang into the middle, and that's it. So, and now I'm going on with the next one. I had this idea of with this craft card, and I used some of the distress oxides to stress out this insides, and glued everything back, this tone in tone, and then in the middle this very colorful one. But I show you that, but I'm not using it. I will use the middle one, cut that off, because I didn't really like it. So that's what I said before. I'm sitting down, have a vague idea, and then fiddling, and could be that I chuck stuff out, and that's what I do with these ones. You will see, but that's okay. I didn't chuck them out. I keep them, and they will end up in one of my other projects. I'm sure about that. Never chuck something out, but I didn't use it for this project. So, ich habe dann hier, seht ihr gerade, ich zeige euch das, ich werde die nicht benutzen. Rechts und links habe ich dann mit Vintage Photo so ein bisschen das Innere herausgearbeitet und dann eben Kraftcard wieder mit eingesetzt. Und dann in der Mitte wollte ich dieses ganz bunte haben. Allerdings hat es mir schlussendlich nicht gefallen. Ich habe dann nur das bunte ausgeschnitten. Das seht ihr hier. You can see that's the colorful one I cut out. Und das werde ich dann einzeln benutzen. Ich meine, ich habe jetzt die rechts und links nicht weggeschmissen. Werden irgendwann sicherlich in einer meiner Projekte wieder auftauchen. Da bin ich sicher. Ich habe ja meine kleine Kiste hier links stehen, und da kommt immer alles rein, was ich nicht benutze. Und das ist immer hilfreich, sowas zu haben. Da schöpfe ich immer aus dem Vollen, wenn ich irgendwas mache. Ihr kennt ja meine Überbleibsel oder meine Reste-Sachen, die ich so gern mache. Meine Leftovers. Aber hier wird jetzt auch wieder eine Einzelkarte draus. Also mit einem Objekt nur. So, I'm putting everything together now, and this will be only this one little die cut, but that's okay. I'm using the same. Do I use the same words?
dye, I can't remember. It will be a word dye I'm using here as well, same style, and I cut it out in this colorful, or is it, I don't know what it says yet. Hello? Oh, it's hello. Very simple, a very simple hello. And you know, I cut that out of my colorful paper, background paper, and that gave me the next idea you will see soon. Ich habe dann jetzt hier noch das Hello ausgestanzt und das hat mir dann schon wieder eine andere Idee gegeben. Genau, das habe ich behalten. You can see I kept this and I will put it onto a black background, you will see, and paper piece it back together. Yeah, and yeah, I let it fall onto the paper and it messed that part up, but doesn't matter. Turn it around. Ja, so, ich habe dann hier noch ein bisschen Mist gemacht, ist mir hingefallen und ach, ja, macht nichts, passiert schon mal. Und nun kommen ja die Reste hier wieder rein, dass es dann wieder das Wort ergibt. Und so kommt eben eins zum anderen. Wenn ich so arbeite, dann habe ich da wieder die Idee, ich habe das ausgeschnitten, das sieht hübsch aus, bewahre das doch mal auf. Und das passt halt mit diesen anderen Quadraten, die jetzt dann noch dazukommen. You know, that's just perfect when you get ideas from your leftovers you just used, you know. And that was the perfect size. It will I will put 3 others of the squares on, and yeah, that is absolutely perfect. So I really like that. Bit of paper piecing here, but it's not that it's too fiddly, only a few parts. But then I have the word back in the negative. So here I thought I needed a bit of something, and I had these tiny, tiny dots laying around with my paper, and that's what I put on. Just that something goes on here. And I think that was exactly what it needed. Ich habe dann hier noch gedacht, irgendwas fehlt da. Und ich habe jetzt so kleine, selbst diese kleinen Pünktchen da bewahre ich auf. Das war Abfall von irgendwas. Und schmeiße ich nicht weg und kann es da gebrauchen. Und das war einfach dieses kleine bisschen, was noch gefehlt hat auf dem Ding. So, und jetzt baue ich die anderen Sachen zusammen. Ich nehme dann auch wieder das Bunte, probiere halt aus, wie sieht es am besten aus. Ich wollte dann erst das Bunte nehmen für drinnen, aber dann habe ich mich doch entschieden, schwarz zu nehmen, um auch das wieder von dem Hello aufzugreifen und werde dann eben das Bunte dann einsetzen. Oder so, ich weiß gar nicht mehr, warum mache ich das denn, so rum oder andersrum. Das macht, egal, ich nehme auf jeden Fall auch schwarz, nicht das Grau. Ihr seht, da unten ist ja das Graue, das nehme ich nicht, weil es einfach vom Kontrast her nicht so schön ist. You know, I wasn't sure in which way I would use these squares, and I definitely went for the black, because the black and this fluorescent color is absolutely perfect. And that's why I said the contrast is so fantastic. I like that so much. But now I need, of course, a tiny bit of layering for the edges, and I went for the colorful one, put that on, and that will, and I think I put, yeah, a bit of black at Gen-Com, I will have there as well, just to get even more contrast, you know. Ich habe dann hier das Ganze noch auf diesen Hintergrund geklebt, einfach um die Ränder noch zu haben in der gleichen Farbe, um das aufzugreifen, und natürlich auch noch ein bisschen schwarz, einfach auch wieder, um diesen extremen Kontrast zu bekommen. Und dann fange ich an, das Ganze zusammenzubauen und gehe hier für schwarz, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich letztendlich, für was ich mich letztendlich entscheide. Ich denke, ich gucke noch, ich überlege noch. Das Bunte positiv und das andere negativ, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich gehe für schwarz und dann, oder ich nehme schwarz und dann die bunte Einlage wieder, genau. Ja, das mache ich. You can see I opted now for the black die cut and then put the paper piece, the colorful ones back. And I think that was a good
decision because of the hello. The hello is black, and I think that was perfect. So, and I will, with this one, I only will use the leaves. I will leave the background white, only the colorful leaves I will put in, and that's it. Of course, it will go onto a card base, and as I always say, when I'm making card, I never look into sizes and measurements. That's me. So that's why most of my cards are not having a standard size, and I have to make my card bases myself. And often I haven't got in or the biggest or the big paper for it, so I even piece my paper together there. And that's why I will show you here. So it's this great. It's a what is it size-wise? A 12 by 12 it is, yeah. And of course I have a tiny bit missing in the background, but I piece it on and that's okay. Ich habe dann natürlich dadurch, ich habe das schon mal gesagt, meine Karten haben keine Standardgröße, weil ich immer so Pi mal Daumen irgendwas mache und ich achte da einfach nicht auf die Größe, sondern so, wie es wirkt, am besten. Das hat natürlich dann auch immer das Problem, dass ich keine fertigen Kartenrohlinge oder ja, eben diese Größen nehmen kann, die es schon gibt. Und das war jetzt so ein 30 mal 30 Papier, das reicht natürlich nicht. Und dann kommt da einfach immer noch ein Stück dran. Das ist mir jetzt eigentlich wurscht. Mir macht das nichts und das sieht man kaum. Und verstärkt dann auch noch den Kartenrohling, was auch noch ein Vorteil ist, weil das Papier eigentlich jetzt nicht dick genug ist für ein Kartenrohling. Aber wenn ich eben die Karte oben drauf klebe und dann noch drinnen was zum Schreiben reinklebe, dann hält das hervorragend. Dann ist das auch stabil genug. So, and you won't see that I paper pieced something on the back. It's so. Oh, that's already the close-ups now. And oh, guys, I say thanks a lot for watching. Hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But the most important thing is stay creative, and there will be photos at the end. It's quite a lot of photos this time, of course, and hope you will watch until it's shown. So, bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Freude und es hat euch gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit, bis wir uns dann hoffentlich mit meinem nächsten Projekt bald sehen. Und lasst es euch gut gehen, aber vor allen Dingen bleibt kreativ. Und jetzt kommen eine ganze Menge Fotos. Ich hoffe, ihr schaut bis zum Schluss, das wäre lieb. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine tolle Zeit und vergesst nicht, bleibt kreativ. Das ist das Wichtigste. Also, bis dann. Ciao.